Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zum nächsten Update und zwar Frauenschuh-Orchideen im Glas eingepflanzt mit Colomi als Substrat. Und ihr seht hier, der Frauenschuh, den ich euch gezeigt habe, der hier schon die zweite Blüte aufgemacht hat, ist immer noch am Blühen. Das ist immer noch die Blüte vor einigen Wochen, die ich euch gezeigt habe. Und er ist immer noch und wird auch die nächsten Tage immer noch am Blühen sein. Und ich finde es eigentlich eine echt hübsche Blüte, komplette Abwechslung zum Thema Phalaenopsis zum Beispiel. Und was man auch sehen kann, ist, er macht hier einen Neutrieb. Und dieser Neutrieb hier wird auch derjenige sein, der die nächste Blüte hervorbringt. Bisher funktioniert das absolut perfekt und ganz simpel mit den Orchideen, mit den Frauenschuh-Orchideen im Glas und Colomi. Man sieht hier auch die Wurzeln. Und dann habe ich hier als nächstes noch einen Frauenschuh, den habe ich euch auch schon gezeigt. Ich meine vor über einem Jahr in blühendem Zustand. Und da hoffe ich auch drauf, dass er demnächst blühen wird. Denn er hat hier einen Neutrieb, er hat hier einen Neutrieb. Und wenn wir uns jetzt mal die Wurzeln anschauen, dann seht ihr, dieser Frauenschuh im brombeerfarbenen Colomi und im Glas fühlt sich, seit er hier eingepflanzt ist, wirklich richtig super. Und man kann jetzt nur sagen, das ist ein Prachtexemplar dafür oder ein Prachtbeispiel dafür, wie gut das mit Frauenschuh-Orchideen im Glas und Colomi als Substrat funktioniert. Seit ich ihn hier in dieses Glas eingepflanzt habe, habe ich ihn noch nie umgetopft, noch nie rausgetopft, noch nie irgendwie was anderes gemacht. Man sieht es auch super, wie die Wurzeln sich entwickeln. Und man sieht auch, wie richtig toll sich diese Pflanze bisher entwickelt hat. Also ich meine, die hier entwickelt sich ja mindestens genauso gut. Das heißt, Frauenschuh-Orchideen in Colomi ist kein Problem. Dieses Thema wird auch erweitert. Weiß ich aber noch nicht, ob es im Sommer oder im Herbst stattfinden wird. Die Erweiterung müssen wir mal gucken. Dann hier der nächste Frauenschuh. Den habe ich vor kurzem erst umgetopft, weil der war ja in diesem langen Trinkglas. Das war damals eine notdürftige Lösung. Aber er hat hier ja auch einen Neutrieb. Das heißt, hier werden wir in naher Zukunft ebenfalls eine Blüte erwarten können. Ich schätze mal, das wird dann so im Sommer, Herbst sein. Dann wird der Neutrieb ausgereift sein und eine Blüte hervorbringen. Genau. Auch eine sehr schöne Orchidee. Hat allerdings einen kleinen Knick gehabt, weil dieses hohe Glas, deshalb hatte ich es auch umgetopft, einmal umgefallen ist und das Blatt geknickt hat. Das hat aber der Pflanze so erstmal nichts anhaben können. Sie wächst weiter. Ja, das war das Update zum Thema Frauenschuh-Orchideen und schaut euch einfach nochmal diese Pflanzen an. Also das ist doch echt ein Paradebeispiel dafür, wie gut das funktionieren kann. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen in Colomi im Glas, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Bis dahin und tschüss. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, wisst ihr ja inzwischen, da unten ist das Herzchen zum Draufdrücken. Ansonsten auf der Webseite könnt ihr einen Kaffee ausgeben oder die Kanalmitgliedschaft nutzen und das Projekt weiterhin unterstützen für die nächsten Videos, dass es noch mehr Videos gibt, bessere Videos, längere Videos, andere Orchideengattungen und so weiter und so fort. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video und tschüss.